Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video am Opel. Als erstes blende ich euch jetzt einmal, ich habe den Opel gerade noch mal so 20 Minuten warm laufen lassen und als wir mit dem Tausch des Zahnriemens fertig waren, war ja so ein bisschen Geräusch von den Hydrostößeln zu hören. Das ist jetzt komplett weg. Da blende ich euch jetzt mal eine Sequenz ein. So, jetzt habt ihr die Sequenz gehört und wie ihr auch hören konntet, hoffe ich mal, ich habe es jetzt im Schnitt noch nicht gehört, aber ich denke, es müsste ein klarer Unterschied sein zu vorher. Das klingt jetzt sehr gut. Das heißt, ja, er ist jetzt auch mehrfach immer wieder tadellos angesprungen. Gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ich alles richtig gemacht habe. Und worum wir uns heute kümmern, ist so ein kleines Zwischendurch-Thema. Es wird auch nur ein kurzer, ja, sage ich mal, Fitment-Test sein oder halt ein kurzer Test, um zu prüfen, ob alles passt. Und zwar habe ich mir neue Felgen bestellt, nachdem das mit dem Zahnriemen durch war. Denn diese Felgen finde ich tatsächlich nicht so schön. Und noch viel wichtiger, die Reifen, die drauf sind, sind halt sehr alt. Das heißt, damit würde ich nicht durch den TÜV kommen. Wir können ja hier einmal schauen, was hier als Datum steht. 45. KW 21 ist jetzt noch nicht mega alt, aber sind jetzt dann auch schon 4 Jahre. Würde wahrscheinlich beim TÜV sogar noch durchgehen. Auch vom Profil her sieht es ganz okay aus. Dennoch möchte ich eben, wie gesagt, die erneuern und habe mir da entsprechend einen neuen Radsatz bestellt, also Felgen und auch Reifen. Und den mache ich jetzt heute nur mal probeweise, sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse drauf. Warum das? Einfach um sicher zu gehen, dass das auch wirklich passt. Denn wenn ich das jetzt ewig liegen lasse und dann feststelle, es passt nicht, kann ich es ja nicht mehr zurückgeben oder umtauschen. Deswegen wird das jetzt heute getestet. 17 Zoll Felgen habe ich mir bestellt mit entsprechenden neuen Reifen, wie gesagt, und das testen wir. Aber wie gesagt, nur einmal optisch auf einer Seite, dann nehme ich es wieder runter, denn ich muss ja hier noch Fahrwerk und Bremse machen. Und erst wenn ich mit Fahrwerk und Bremse fertig bin, kommen dann die neuen Reifen und Felgen final drauf. Hier ist jetzt auch spannend der Abstand zum Federteller. Das wird dann gleich besonders interessant mit den neuen Felgen und Reifen, ob das passt. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch ein anderes Fahrwerk, aber wie gesagt, einfach um einmal sicher zu gehen. Weiterer Punkt, der ja auch in einem der Videos vorher mit Bestandteil war, beim Putzvideo. Schaut euch mal bitte an, wie schön immer noch diese Plastikstoßstange aussieht. Man sieht sogar ganz gut, denke ich, wo ich abgeklebt hatte. Hier sieht man, hier ist dunkler, hier ist heller. Hier habe ich also intensiver mit dem Meguiar-Mittel behandelt als hier. Und was wir auf jeden Fall sagen können, oder was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, das Meguiar-Mittel hilft. Also das ist etwas, das kann ich empfehlen, das funktioniert. Packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch dann eben auch bestellen. Also das funktioniert tatsächlich, das hält eben dann diesen Effekt, also es frischt einfach den Kunststoff wieder auf und sieht dann auch gut aus. Wie gesagt, hier hatte ich ja abgeklebt und hier drüben auf der rechten Seite nur weniger von dem Mittel verwendet. Das muss ich jetzt dann nochmal nachholen, dass das eben ein einheitliches Bild ist. Aber es hat einen Effekt und es sieht sehr gut aus. So, damit wären die alten Themen abgehakt und jetzt gucken wir einmal auf die neuen Felgen bzw. Reifen. So, das ist der Komplettsatz, wie gesagt, Reifen und Felgen zusammen. Ich baue jetzt einmal das Stativ auf und dann schauen wir uns mal eine Felge an und danach geht es in den Zeitraffer und wir gucken mal, ob das am Auto passt oder ob ich Probleme bekomme. So, mal generell zu dem Radsatz. Ich habe hier jetzt 235 45 17, also 17 Zoll Felge mit 235er Reifen und wir schauen einmal rein. So sieht das dann jetzt aus. Das hier ist tatsächlich blau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Ich versuche euch mal ein bisschen näher ranzuholen. So, jetzt müsst ihr das besser erkennen können. Wie gesagt, super, hier sind schon Einschlüsse. Das ist natürlich nicht schön. Okay, da muss ich ein Foto machen und denen das melden. Das ist nicht so geil. Aber, wie gesagt, es ist blau.
Und es ist auch nahezu dasselbe Blau wie der Lack vom Fahrzeug. Das war so eine kleine Idee von mir, dass man das ein bisschen mit aufnimmt. Ansonsten, das hier ist jetzt, sage ich mal, so ein, ja, ist keine weiße Felge. Sie hat auch so einen leichten Blautouch mit drin. Aber ich fand es eben von der Optik sehr schön. Zum einen haben wir auch jetzt ein bisschen mehr Freifläche, dass man dann die Bremsscheibe durchsieht. Denn da möchte ich dann den Bremssattel entsprechend auch lackieren, damit das ein bisschen hübscher wirkt. Und ja, wie gesagt, sind jetzt Kumho-Reifen, für die ich mich entschieden habe. Und das Ganze sind Allwetterreifen, weil ich das Fahrzeug ja dann, wie gesagt, im Dauerbetrieb nutzen möchte, also das ganze Jahr über. Ja, also ich finde die Felgen sehr, sehr schön. Ich verlinke euch auch, wo ich die her habe, also wo ich die bestellt habe. Dort könnt ihr nach Fahrzeug eben entsprechend euch Felgen besorgen. Haben auch eine allgemeine Betriebserlaubnis mit KBA-Nummer, ist dann da entsprechend aufgedruckt. Man kann die Ventile konfigurieren. Also ich habe da schon häufiger Felgen und Reifen bestellt, war da immer sehr zufrieden. Und jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch in den Zeitraffer und wir montieren mal probeweise 2 von den Rädern, sowohl eins vorne und auch eins hinten, und schauen, wie es aussieht und ob es überhaupt passt. So, jetzt habt ihr am Zeitraffer gesehen, wie ich das hier montiert habe. Dabei ist auch gleich das erste Problem aufgetreten, und zwar passt hier die Mittelzentrierung nicht, beziehungsweise sie ist einfach gar nicht gegeben. Bedeutet, da muss ich dann nochmal mit den Hersteller sprechen, oder beziehungsweise von dort, wo ich die Felgen gekauft habe, ob es da noch eine passende Mittelzentrierung dazu gibt. Denn angeblich sollte das ja passen. Das tut es jetzt so aber nicht. Wie gesagt, meiner Meinung nach fehlt da einfach eine entsprechende Mittelzentrierung. Ansonsten, Freigängigkeit ist gegeben. Wir haben hier ohne Ende Platz zum Stoßdämpfer. Das Rad lässt sich auch frei drehen in alle Richtungen. Das ist jetzt halt hier, weil die Bremse, man sieht das ja, die hat die beste Zeit schon hinter sich. Die ist halt jetzt ein bisschen fest, aber es lässt sich, wenn ich mit 2 Händen dran drehe, wunderbar drehen. Schleift nirgends. Wir haben auch genug Abstand vom Bremssattel zur Felge, das ist alles gar kein Thema. Es fehlt, wie gesagt, nur die Mittelzentrierung. Da muss ich dann nochmal schauen. Deswegen war das ja auch meine Idee, dass ich erstmal das probeweise montiere, um eben genau solche Sachen frühzeitig erkennen zu können. So, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze nochmal an der Vorderachse an. Dafür packe ich euch auch nochmal kurz in den Zeitraffer. So, erstmal generelles gleiches Problem wie hinten auch. Es fehlt hier die Mittelzentrierung, deswegen ist die Montage auch ein bisschen schwierig. Da, wie gesagt, muss ich mich schlau machen. Reiche ich dann irgendwann nach, wenn Fahrwerk, Bremsen neu sind und ich die Felgen nochmal montiere. Aber wir haben hier genug Freigängigkeit zum Dämpfer. Da blende ich euch nochmal das Bild von vorher ein. Da war das ja ähnlich. Wir haben hier hinten am Dämpfer, also Felge zum Dämpfer, Gehäuse, haben wir genug Platz. Das muss man dann eben nochmal kontrollieren, wenn ich das neue Fahrwerk verbaut habe. Aber ich würde jetzt mal hoffen, dass das passt. Ja, insofern auch optisch, wie gesagt, finde ich sehr schön. Man sieht da jetzt ein bisschen mehr von der Bremse. Und wenn ich dann den Bremssattel entsprechend, wenn ich die Bremse mache, aufbereite, also ein bisschen lackiere, da habe ich mir schon Bremssattellack besorgt, dann denke ich, gibt das einen ganz schönen Kontrast. Und auch so, muss ich sagen, finde ich, ist das mit dem, ja, was ist denn das? Weiß mit Blaustich, die Felge, und eben dieser blauen Schrift, finde ich sehr, sehr schön. Muss mich jetzt eben noch auf die Suche machen, wie das ist mit den entsprechenden Zentrierringen. Die brauche ich auf jeden Fall. Jetzt auch nicht daran stören, dass ich den Reifen in der falschen Laufrichtung montiert habe.
der bleibt ja da nicht drauf. Das ist ja jetzt nur zum Testen gewesen bezüglich Freigängigkeit. Ich nehme den jetzt wieder ab. Hinten habe ich den auch schon wieder abgenommen. Ich habe jetzt nur eine von den neuen Felgen verwendet und die habe ich hinten und vorne probiert, denn die haben alle die gleichen Maße. 17 Zoll ET38 passt auch. Und jetzt mache ich wieder die 16 Zoll Felgen drauf, die vorher waren. So, halt, stopp, Video noch nicht zu Ende, Video noch nicht zu Ende. Ich hatte ja eine Felge oder ein Rad, wo eben drauf stand, hier ist Zubehör drin, das hatte ich geöffnet. Jetzt habe ich einfach mal auf Verdacht alle geöffnet und es war nochmal in einem anderen Rad, wo es nicht drauf stand, ein Päckchen enthalten mit den schönen Narbendeckeln und das, was ich natürlich brauche, die Mittelzentrierung. Es war also alles dabei, habe mich da nur, sage ich mal, in eine falsche Richtung schubsen lassen, weil halt nur auf einem Rad entsprechend drauf stand, hier ist Ihr Zubehör drin. Das haben sie wahrscheinlich aufgeteilt. Alles gut, war also in Anführungszeichen mein Fehler, oder das heißt, es war mein Fehler, ich habe nicht überall reingeschaut. Jetzt hätte ich gesagt, bringe ich die Mittelzentrierung mal exemplarisch nochmal an einer Felge an. Ich habe hinten auf der Hebebühne noch das Auto oben und zwar habe ich da an der Front noch keine entsprechende, also habe ich dieses alte Rad oder die alte Felge noch nicht montiert. Bedeutet, da packe ich jetzt dann nochmal eine neue Felge mit der Mittelzentrierung drauf. Und dann schauen wir uns das nochmal an, wie das jetzt aussieht mit der Mittelzentrierung. Ich denke, das gibt nochmal ein deutlich schöneres Bild. Mit Mittelzentrierung flutscht das auch perfekt. Jetzt war es überhaupt gar kein Problem mehr, die Radbolzen anzusetzen. Also das passt alles. Wie gesagt, an der Freigängigkeit hat sich jetzt auch nichts geändert. Die Bremse ist halt durch, deswegen hört ihr das jetzt. Also die ist vorne und hinten komplett durch, aber das mache ich ja neu. Ja, also wirklich perfekt. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich bisher bei dem Versandhaus oder bei der Firma gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, schon mehrfach Komplettradsätze dort bestellt. War bisher immer top zufrieden. Das war jetzt einfach nur, weil ich zu dusselig war oder beziehungsweise zu faul, alle Pakete oder halt alle Reifen einmal zu öffnen. Es war also alles dabei. Zentrierring, Narbendeckel und so weiter und so fort. Ich, wie gesagt, finde, es sieht richtig schön aus. Also auf der Kamera ist es jetzt wahrscheinlich wirklich sehr weiß, aber es ist ja kein rein weiß. Wie gesagt, da ist irgend so ein Blauton mit drin. Sieht mega gut aus. Ich habe jetzt richtig Bock, im nächsten Video das mit dem Fahrwerk anzugehen. Da fangen wir erstmal hinten an, weil da habe ich ja diese luftunterstützte Höhenregulierung oder irgendwas. Das wird spannend. Da habe ich mir so ein TA Technics Fahrwerk bestellt. Da geht es dann darum, das im nächsten Video einzubauen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Somit war es das jetzt aber wirklich fürs Video. Die Felgen passen, die Reifen passen, die Freigängigkeit ist gut. Und wie gesagt, im nächsten Video sehen wir uns hoffentlich in Sachen Fahrwerk wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.